Guten Morgen miteinander. Nachdem wir auf dem Breithorn übernachtet haben, geht jetzt unser Bivakflugabenteuer weiter. Und es stellt sich die grosse Frage, geht unser Plan echt das mal besser auf? Das ist jetzt die zweite Folge vom Bivakfliegen mit der Band. Wenn du die erste Folge noch nicht gesehen hast, die will ich dir hier oben verlinken. Gestern ist ja unser Plan, in den Osten zu fliegen, überhaupt nicht aufgegangen. Wegen dem sind wir jetzt hier auf dem Breithorn. Vorhin haben wir unsere Zelte zusammengepackt und gemörgelt. Und jetzt laufen wir noch auf den Gipfel vom Breithorn rauf, dass wir dort rausstarten können. Beim Auflaufen haben wir übrigens gäng wieder solche kristallartige Dinge gefunden. Irgendwie scheint das noch so eine geologisch interessante Ecke zu sein. Seudela. Wir haben das schönes Startplätzchen gefunden. Es wäre zwar eigentlich ein Südhang, aber die Topografie ist irgendwie nicht so, dass wir hier grosse Chancen sehen, Thermik zu finden. Von dem her fliegen wir jetzt auf 4 Schüber und gehen etwa dort landen und dann mit dem Gondeli wieder rauf. Als wir angekommen, hat es auf diesem Startplatz wunderschönen Aufwind gehabt. Aber kaum haben wir uns parat gemacht, hat der Wind komplett gewechselt und uns die Schirme verblasen. Von dem her haben wir jetzt natürlich auf der anderen Seite rausstarten. Der Wind war dort zwar jetzt perfekt gewesen, aber es hat dort noch ein bisschen die spitzigeren Steinchen am Boden gehabt und der Startplatz war eben einer mit so ein bisschen Klippenstartcharakter gewesen. Es ist zwar schon irgendwie gegangen, aber wegen dem wollte ich den ersten Schirm noch mal ein bisschen aufentun. Guten Morgen zusammen! Ich bin auf dem ersten Flug. Wir haben nicht gross mit Thermik gerechnet. Ein bisschen etwas hat es so da, als würde es raufgehen. Aber das habe ich gerade nicht fertig gebracht zum Drehen. Der Ganze kommt da hinten nachher. Jetzt queren wir hier rüber. Wahrscheinlich können wir dort so tief, wie wir ankommen, AR4-Schraube nicht anhängen. Aber das ist halb so wild. Dann gehen wir zu 4 auf den Landeplatz. Das ist voll okay. Und dann gehen wir dort rauf und starten wieder. Das ist nämlich auch noch gut, dann kann ich Wasser füllen. Ich habe nämlich fast keins mehr. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit einen neuen Plan gehabt. Wobei also ob man den Plan kann sagen, ist eine andere Frage. Jedenfalls hat die Windprognose für über den Grimsel zu fliegen an diesem Tag ein bisschen anders ausgesehen, aber nicht eigentlich besser. Wir haben von dem her die Situation dort oben sicher noch mal anschauen, aber nichts erzwingen. Für den Fall, dass wir wieder nicht in den Osten weiterkommen, haben wir nicht so einen klaren Plan gehabt. Aber jetzt sind wir ja schon zu 4 und probieren halt einfach mal aus, ob es echt gleich könnte steigen. Und tatsächlich, um diese Tageszeit und auf dieser Höhe hätten wir das niemals erwartet. Insbesondere nach dieser stabilen Luft, die wir gestern hatten. Anfang ist es zwar schwierig zum Zentrieren, aber zu zweit geht es ja immer ein bisschen gäbiger. Und langsam haben wir schon fast Startplatzhöhe und der Schlauch geht einfach weiter und weiter. Glaubst du einfach nicht. Wir sind jetzt von denen sind wir runtergeflogen, aber von hinten dran. Und dann sind wir auf irgendwie 1700 bei Vierschraube angekommen, unten dran. Und es ist einfach aufgegangen. Wir können aufdrehen. Jetzt sind wir auf der Querung auf Belwald. Sieht alles super aus. Wir haben vorhin schon auf 3,5 aufdrehen. Ja, hure Freude gerade hier. Es ist hure geil. Jetzt hier vorne dran ist es ja schon hoch, das geht weiter. Dann weiter Richtung Furka. Jetzt irgendwie überhaupt keine Wolken. Ist die Frage, ob das Blauthermik ist oder ob es da noch nicht so richtig läuft. Wir werden es sehen. Die Wolken, die jetzt da bei durchgeflogen sind, übrigens nur so kleine Fätzchen. Das sieht krasser aus, als es eigentlich war.
Nach der Querung auf Belwald haben wir dann die Thermik gerade noch ein bisschen suchen. Ich tendiere ja ein bisschen dazu, mich aber mit schwächerem Steigen noch nicht ganz zufrieden zu geben und weiter zu suchen, bis ich wirklich etwas Gutes gefunden habe. In diesem Fall hier hat sich das jetzt sicher ausgezahlt, häufig ist es aber auch einfach reine Zeitverschwendung. Und hier mache ich jetzt den Fehler, den ich irgendwie fast immer mache im Goms. Ich versuche nämlich schon das Belwald an den höheren Bergen anzuhängen, obwohl ich wirklich noch nie erlebt habe, dass das funktioniert. Und ich bin schon sehr viel zu Goms darauf geflogen. Und das ist jetzt das Stichwort. Das Goms darauf, das kennen wir ja Fang. Ich tue den Speed mal ein bisschen deutlich aufschrauben. Ich hoffe mal, es wird nicht Sturm dabei. Aber im Moment hier sieht man so schön, wie wir zusammenfliegen, das wollen wir doch schauen, oder? Und jetzt machen wir wieder Speed. Und langsam kommen wir dann gleich wie näher an den Hauptkamm und schlussendlich dann auch noch drüber. Früher im Jahr, wenn es noch Schnee hat oder auch bei tieferer Basis, macht man das deutlich später oder je nachdem auch gar nicht. Aber wenn es geht, ist es eigentlich immer die beste Option. Und langsam sind wir in die Region vom Grimselpass gekommen und haben angefangen Windwerte anschauen und über Funk diskutieren, was unsere Optionen sind. Hallo. Wir sind mal wieder dort, wo wir gestern schon mal waren, nämlich vor dem Grimselpass. Jetzt ist der Grimselpass recht überspült. Hier haben wir unter mir ist starker Ostwind. Ich habe aber eigentlich Rückenwind, das heisst West. Du Benz, was noch interessant ist, ich habe Rückenwind. Das heisst, ich muss gerade direkt unter mir eine böse Windscheidung haben. Die Windsituation hat also ausgesprochen schlecht ausgesehen. Vermutlich ist der Grimsel schon früher und deutlich höher durchgebrochen als noch am Tag vorher. An dieser Stelle oder weiter östlich hätten wir also auf keinen Fall tiefer wollen sein und fliegend am Grimsel vorbei über einen Furka zu kommen, war also total ausgeschlossen gewesen. Wegen dem haben wir jetzt hier auch umgekehrt. Jetzt bin ich in Kommentaren von früheren Videos schon häufig gefragt worden, ob ich euch mal erklären kann, was das mit dem Grimsel auf sich hat. So eine richtige Erklärung würde natürlich den Rahmen sprengen und da bin ich auch die falsche Person. Ich habe aber mal probiert, euch eine stark vereinfachte Erklärung zu geben, die vielleicht gleich vielen weiterhilft. Also, im Grundsatz ist es mal so, dass höhere Berge mehr Thermik generieren als weniger Höhe. Warum das so ist, kann man erklären, das würde jetzt aber gerade den Rahmen sprengen. In der Region vom Wallis haben wir jetzt die beiden hochalpinen Massiv. Wenn die Berge jetzt mehr Thermik generieren als alles ringsherum, dann ziehen sie ja auch mehr Luft an. Und die Luft muss dann von irgendwo her kommen und das passiert im kleineren Rahmen klassischerweise über Tauwindsysteme. Im Fall von so grossen Bergmassiv passiert das aber auch im grossen Rahmen und dem sagt man dann alpines Pumpen. Jetzt wird von hier Luft aus allen Richtungen angezogen und zwar immer auf dem Weg vom geringsten Widerstand. Von Westen her ist das Wallis Haupttal, wegen dem haben wir auch dort so krassen Tauwind. Von Richtung Osten, Nordosten ist dann halt der Grimsel mit Abstand der breiteste und tiefste Passübergang. So haben wir also einen Wind, der je nach Nord-Süd-Druckgradient und noch ein paar andere Faktoren verschieden weit das Goms abkommt. Das Spektrum, das wir hier haben, streckt sich so zwischen gar kein Grimselwind und runter bis auf Brig, aber klassischerweise endet er irgendwo so zwischen Münster und Viesch. Und jetzt die heisse Frage, ist der Grimselwind gefährlich? Also, es ist ein Wind von 20 bis 40 km/h, im Ausnahmefall vielleicht mal ein bisschen mehr. Das kann natürlich Leerturbulenzen verursachen und die sind halt gefährlich. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche wie ein starker Talwind. Man kann auch problemlos im Grimseler landen, ich habe das schon viel gemacht. Trotzdem würde ich auf keinen Fall im Bereich Oberwald glättsteif rumfliegen. Und thermisch hat man natürlich so ziemlich verloren, sobald man mal im Grimsel drin ist. Natürlich gibt es dort den einen oder anderen Trick, aber die Erklärung überlasse ich sonst den Walliser Locals. Also, wir haben ja jetzt umgekehrt und unseren Plan, in Osten zu fliegen, erneut über Bord geworfen. Jetzt haben wir an diesem Tag sehr wenig Wolken und eine sehr hohe Wolkenbasis gehabt. Im Unterwallis war allerdings zu viel Wind und schlechte Thermik vorausgesagt gewesen. Von dem her war ein grösseres Dreieck keine echte Option gewesen. Also machen wir jetzt halt eine Sightseeing-Tour über die hochalpinen Berge. Das ist doch auch noch nice, oder? Wir haben dann einfach gesagt, falls mal jemand von uns tief ist, so dass man Angst vor dem Absaufen hat, geht man sofort top landen. Dann muss dann die andere Person einfach auch dort reinlanden und dann müssen
wir sicher nicht rauflaufen. Wo genau es das ist uns in dem Moment nicht so wichtig gewesen. Ich habe dann noch irgendwie die Idee gehabt, wir könnten dann neu im Obergoms übernachten und durch das sei es dann am nächsten Tag irgendwie einfacher, gleich noch in den Osten zu kommen. Wie das genau hat sollen gehen bei einer noch stärkeren Nordwindprognose für den nächsten Tag, leuchtet mir heute irgendwie auch nicht mehr so ganz ein. Und wir sind bei unserer ersten Sightseeing-Station angekommen, das Finsteraarhorn. Oh Mann, es fällt mir so schwer, Finsteraarhorn zu sagen. Ich habe mir jetzt die letzten 10-20 Jahre antrainiert, immer Finsteraarhorn zu sagen. Das wäre jetzt jedenfalls einer von diesen Tagen gewesen, wo man über das Finsteraarhorn gut ins BO hätte fliegen können. Wir haben es dann sogar kurz überlegt, aber uns dann dagegen entschieden. Irgendwie haben wir gerade nicht gesehen, wie wir vom BO weiterkommen könnten. Rückblickend betrachtet hätten wir von dort zwar wahrscheinlich fast die besseren Optionen gehabt, aber dann ist man halt auch gern gescheiter. Aber jetzt genießen wir doch mal noch ein bisschen die geniale Aussicht. So in diesem hochalpinen Gelände bin ich übrigens auch eher ängstlich unterwegs. Gerade wenn es darum geht, recht nach ans Zeug herzufliegen, fühle ich mich häufig ein bisschen unwohl. Aber wir haben ja jetzt nichts erzwingen, von dem her bin ich einfach so geflogen, wie es für mich hat gestimmt. Und auf diesen 3700 war es dann langsam schon fein ein bisschen kalt gewesen. Das ist zwar nichts im Vergleich zum Wallis im April oder so, aber zwischendurch hat man die Hänge schon mal ein bisschen ausschütteln. Vom Finsteraarhorn bis zum Bietschorn fliegen wir jetzt wirklich einfach alles über die hohen Berge und bei den Gletschern vorbei. Das ist wirklich etwas, was ich sehr empfehlen kann. Das funktioniert klassischerweise im August und September an Tagen mit höherer Basis. Es ist ja eigentlich nicht besonders anspruchsvoll oder gefährlich, wenn man schon der ein oder andere Hunderter geflogen ist. Man sollte sich einfach die Strecke vorher vielleicht mal ein bisschen anschauen und unterwegs sicher ein Handy mit einer Karte dabei haben. Und da wären wir beim Bietschorn. Und für das Bietschorn gäbe es ja auch noch so eine Alternative wie beim Finsteraarhorn, aber ich glaube, den muss ich jetzt nicht aussprechen. Mit seinen 3,39 ist das Bietschorn eigentlich gar nicht so wahnsinnig hoch, aber es überragt einfach alles in seiner näheren Umgebung um Längen. Wegen dem finde ich es gleich aber recht eindrücklich, dort durchzufliegen. Hier haben wir jetzt einmal gekehrt, weil weiter als Eingang Lötschental haben wir eigentlich nicht fliegen. Ab hier kann es nämlich bei dem Nordwind, den wir hatten, recht grusige Nordwindausflüsse geben. Das kann durch das Lötschental runterspülen oder durch das Tal bei Leukerbad. Aber gerade so gut auch beim Torrenthorn und bei all den anderen hohen Bergen, die es dort noch hat. Mir hat es auch schon mal so richtig grusig runtergewaschen. Unser Plan war einmal, irgendwann, wenn es der Gebung geht, mal die Talseite zu wechseln und dann auf der Südseite noch möglichst weit zu Goms darauf zu fliegen. Weil ich den leistungsstärken Schirm hatte, habe ich jetzt hier noch eine kleine Extra-Runde beim Simplon angefangen. Die Querung hier ist jetzt relativ weit, der Benz macht eine spätere Querung an einem Ort, wo es nicht ganz so weit ist.
Hier habe ich irgendwie auch noch eine recht geile Ecke entdeckt. Das ist der Kaltwasserpass und auf der rechten Seite der Monte Leone. Und somit ist hinten dran schon alles Italien. Und mittlerweile hat der Benz auch das Tal quert. Ich bin einfach noch eine Kette weiter hinten, aber von der Höhe her fast in Gleitdistanz zu ihm. Direkt vor mir, endlich auf der linken Seite, ist jetzt das Breithorn, also der Berg, wo wir die letzte Nacht drauf verbracht haben. Der Benz ist genau dort drüber und hat nicht so Freude daran, dass es dort einfach wirklich nie raufgehen will. Er probiert zwar kurz etwas zu drehen, muss dann aber gleich weiterfliegen. Und dann ist plötzlich alles extrem schnell gegangen. Wir haben ja am Anfang abgemacht, dass wenn jemand tief ist und Angst hat abzusaufen, dass er dann sofort reinlandet. Das war jetzt beim Benz langsam durchaus der Fall gewesen. Und jetzt habe ich gesehen, wie er auf einen Berg zufliegt und im Wind fast steht. Kurz darauf ist er dann auf dem Eckerhorn gelandet. Auf der Kamera erkennt man leider nichts von dem. Okay, jetzt musste ich natürlich auch auf dem Eckerhorn landen. Nur ist das Teil wirklich einfach scheisse zum Toplanden. Und hure viel Höhe hatte ich dann halt auch nicht mehr gehabt. Ich habe ihn dann halt so ein bisschen im Lee reingewirkt. Wirklich schön oder safe war das nicht gewesen, aber die Landung ist am Schluss eigentlich gut gekommen. Zumindest hatte ich dort Handyempfang gehabt, so konnte ich immerhin mit dem Benz Kontakt aufnehmen. Er hat zwar eine recht harte Landung gehabt, es ist ihm aber gut gegangen. Okay, das war jetzt nicht so gut gewesen. Jetzt ist einfach die Frage, was ist denn da schief gelaufen? Vielleicht mögt ihr euch erinnern. Am Anfang habe ich gesagt, wir haben abgemacht, dass wir sofort reinlanden, sobald wir Angst haben, dass man absauft. Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass man mit so Regeln, die man am Anfang abmacht, sehr aufpassen muss. Weil so nach 4, 5 oder 6 Stunden Flugzeit hat man einfach nicht mehr die gleiche Konzentration wie am Anfang. Und die Kapazität für die richtigen Entscheidungen zu treffen ist einfach nicht mehr ganz so gross. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was hier passiert ist. Wir haben das Reinlanden einfach als oberste Regel gehabt und durch das sind alle anderen Optionen fast wie ein bisschen rausgefallen. Das hat im schlimmsten Fall bedeutet, dass man halt ein bisschen laufen oder in Tal unten wäre gelandet. Aber ja, nachher ist man gerne gescheiter. Was ich hier mitnehmen kann, ist, dass man so Sicherheitsaspekte eben schon in die Planung mit aufnehmen sollte. Ja, ich war jetzt an dieser Stelle einfach emotional ziemlich am Ende gewesen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Einer war jetzt sicher mal die Landegeschichte. Dann sind wir aber auch noch fast am gleichen Ort gelandet wie am letzten Tag und irgendwie ist das einfach der Motivation auch nicht zuträglich gewesen. Und dann hatte ich halt einfach kein Wasser mehr gehabt. Und zwar wirklich gar keins mehr. Und dann sind wir hier halt im Wallis auf einem Berg oben an einem trockenen Augsten. Irgendwelche Bächli oder öffentliche Brunnen oder etwas dergleichen hat es also überhaupt nicht gehabt. Jetzt hat der Benz immerhin noch ein bisschen Vorrat gehabt. Von dem her sind wir mit sparsamem Umgang an diesem Abend und am nächsten Morgen gerade noch so durchgekommen. All in all war bei mir einfach die Stimmung wirklich mal so richtig im Keller gewesen. Und von dem her habe ich es leider einfach wirklich nicht fertig gebracht, dort noch ein Video aufzunehmen. Und das, obwohl es wirklich schön wäre gewesen. Wir haben dann nämlich gleich noch einen super Ort für unsere Zelte gefunden, der flach und gleichzeitig windgeschützt war. Und von denen hat es in dem Fall nicht viel auf diesem Berg. Ich meine, schaut mal das Foto an, das ist ja schon fast posterwürdig. Wir sind auf dem Gipfel vom Eckerhorn eine Nacht gekocht, dort hatte es nämlich so Tische und Bänkchen und haben dann mal so ein bisschen überlegt, wie es weitergeht. Klar war nämlich, unser Plan funktioniert einfach wirklich leider nicht. Abgesehen davon haben wir kein Wasser mehr gehabt und unsere Akkus waren auch praktisch leer gewesen. Und ich meine jetzt hier einerseits Powerbanks und Akkus für unsere technischen Geräte, aber auch unsere Körperakkus. Das Fliegen in diesem turbulenten Wallis ist nämlich auf Dauer einfach gleich noch anstrengend und irgendwann kann man das einfach auch nicht mehr haben. Von dem her war jetzt klar, es braucht eine Pause. Insofern wird die nächste Folge von dieser Serie ein bisschen ein spezielles Video. Flugtechnisch gibt es nämlich von dem nächsten Tag nicht extrem viel zu erzählen. Aber wir haben einen neuen Plan entwickelt. Und den würde ich euch gerne vorstellen. Abgesehen davon haben wir jetzt an den letzten 2 Abenden festgestellt, dass es dort beim Breithorn und Eckerhorn recht krasse Windsituationen gibt. Auf das werde ich in der nächsten Folge auch noch mal ein bisschen detaillierter eingehen und dann erfahrt ihr auch, warum echt das Eckerhorn so scheisse ist zum Toplanden. Also, das wäre es etwa gewesen. Wenn die nächste Folge dann rauskommt, verlinke ich sie hier rein verlinken. Und dort oben ist jetzt noch das Video, das der Algorithmus extra für dich ausgelesen hat. Also, ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Habt es noch gut. Ciao zusammen.